Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch ein sommerliches Jersey-Kleid vorstellen. Das Kleid ist bis zum übers Knie lang und hat Tankträger. Für die Konstruktion benutze ich heute keine Miniatur, sondern den originalen Grundschnitt für Jersey, für meine Größe, da ich das Kleid tatsächlich genäht habe. Und ja, das sind Vorder- und Rückenteile. Ärmel brauchen wir nicht. Also viel Spaß dabei. So, der erste Schritt ist wie immer kopieren der Grundschnitt. Und diesen Prozess machen wir bei jeder Konstruktion, also um unseren Grundschnitt zu schonen und auch die Schnittentwicklung einfach so klar und präzis wie möglich machen kann und auch später den neuen Schnitt mit dem Grundschnitt vergleichen kann, weil die beiden ja auf einem Blatt Papier so parallel aufeinander gelegt ähm, hast, und dann kannst du ja so ungefähr deine Spur sehen sozusagen. Ähm, so kopierender Schnitt mit allen Markierungen der Hilfslinien wie Hüftlinie, Taillenlinie, Brustlinie. Und mein Grundschnittlänge ist für die Jersey-Sachen ist bis zum Mitte der Oberschenkel. Und wenn ich ja heute möchte ich ja das Kleid so lang konstruieren bis etwas übers Knie. Also das werde ich jetzt auch nachher auch noch zeigen, wie das geht. So, Vorderteilschnitt ist schon kopiert und jetzt geht es um die Rückenteilschnittkopie in die gleiche Prozedur. Ihr könnt, also ich nehme für meine Schnittkonstruktion A3 Papier, die ich jetzt dann zusammenklebe und benutze für schlichte Jersey-Sachen, die man nicht so viele Schnittteile braucht. Ich kaufe auch ab und zu auch A0 Papierrolle. Die benutze ich hauptsächlich auch für ja, so aufwendige Teile, die eine große Fläche braucht. Aber A3 Papier reicht mir völlig aus. Meistens arbeite ich mit A3 Papier. Und so, jetzt ist der Rückenteilschnitt jetzt kopiert und alle Hilfslinien wird nochmal auf dem Schnitt gezeichnet, auf den Kopie-Grundschnitt gezeichnet. Diese Hilfslinien, besonders die Hüft- und Teile- und Brustlinien, dienen dazu, sich an dem Designproportionen sich orientieren, und das ist ja auch einen Prüflinien sozusagen, da an der Hüfte oder Teile darf nicht enger werden zum Beispiel. So, ich will meine Kleid also bis übers Knie länger machen, das heißt von dem Hüftlinie verlängere ich hier um 35 Zentimeter lang. Also das wäre dann etwas übers Knie, von der Hüftlinie aus gesehen. Ja, und dann mache ich stelle ich beide Kopiegrundschnitte in diese Länge. Das ist die erste Grundeinstellung. Und danach gibt es natürlich auch andere Grundeinstellungen wie Armloch, Halsumfang und so weiter, und auch Seitennaht entlang gibt es viele Grundeinstellungen. Bei diesem Kleid werde ich auch die Seitennaht
Nahtlinien harmonische Kurve machen. Da der Grundschnitt an der Teile sehr abrupt gezeichnet ist, möchte ich immer an dieser Stelle etwas abflachen, also dass keine Ecken und irgendwelche spitze Konstruktionen entstehen. Und die Saum mache ich in leichte A-Linien, also nicht, wenn man das Kleid anzieht später, steht das nicht in A-Linien, sondern es ist etwas meinen Schritt angepasst. Also wenn ich dann laufe, soll das Kleid nicht so eng sitzen, sondern um meinem Knie und Bein herum etwas ein bisschen Bewegung haben. Deshalb erweitere ich immer den Saum. In diesem Fall erstmal bei diesem grobe Konstruktion 8 cm. Aber später passe ich die auch wieder ein bisschen an. Und da die Rückenteil und Vorderteil gleiche Seitennahtkurve haben und ganz exakte Anpassung ist nötig hier, was man bei dem Rückenteil gerade geändert hast, musst du auch bei dem Vorderteil fast identische Änderungen vornehmen, damit die Seitennaht schön an der Seiten entlang bleibt. So, jetzt die nächste Änderung wäre dann Halsloch und Armlochumfang. Ich möchte dieses Jersey-Kleid wie Tankträger Top ähnlich konstruieren, also praktisch wie ein Tanktop-Kleid sozusagen. Da stelle ich den Tankträger 4 cm vom Halsanfang entfernt und der Breite den Tankträger ist dann 6 cm erstmal. Und vorne am vorderen Mitte habe ich so um den 8 cm heruntergesenkt. Also hier habe ich später nochmal 2 cm beim Nähen etwas, also um die 10 cm heruntergesenkt, damit es mir besser gepasst hat. Wollte ich nur zwischendurch hier sagen, also ist es nicht 8, sondern 10 cm. Aber die Konstruktion ist identisch. So, hier habe ich die Armloch, möchte ich um 2 cm etwas breiter stellen, also heruntersenken, damit ich den Stoff nicht direkt unter meinem Achselpunkt habe. So, von den Tankträger Linie möchte ich sehr harmonisch, fast parallel zu Armloch, erstmal nur mit Bleistift grob zeichnen. Ich benutze keine Lineale hier. Ich zeichne sehr viel mit Gefühl, wie es auf tatsächlichen Kleider so aussieht, die Kurven, so ungefähr nach Gefühl zeichne ich sehr. Den Halsloch vorne habe ich erstmal so abgerundet, dass mir so ungefähr so nach der Vorstellung so sein könnte. Später werde ich noch verfeinern, keine Sorge. Jetzt erstmal nur die grobe Struktur. Die gleiche Übertragung, also wie weit soll der Tankträger vom Hals entfernt sein und wie breit der Träger hat, muss man wieder auf den Schulter von hinteren Teil übertragen. Und
Hier habe ich den Halsloch am hinteren Mitte zum Beispiel 3 cm heruntergesenkt. Ja, ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr, damit, wenn man besonders einen abgerundete Schulter und ein bisschen runder Rücken hat, kann man hier ruhig 4 bis 5 cm machen. Also Armkurve mache ich auch nach Gefühl wie bei vorderer Teil. Und jetzt falte ich den Papier an den Schulterlinie von beiden Seiten und lege ich die beiden beide Schnittteile zusammen, als wäre das an der Schulternaht genäht, wie die grob gezeichnete Kurve sozusagen aussehen. Ich möchte jetzt die Halsloch- und Armlochkurve etwas feiner gestalten, harmonischer sozusagen. Und jetzt seht ihr hier, dass die Kurve ein bisschen an den Treffpunkten immer so ein bisschen eckig ist und gar nicht so harmonisch ist. Also dann zeichne ich die Kurve insgesamt neu, dass wenn später die Stoffteile zusammengenäht ist, dass dann hier schön aussieht. Und wenn ich mit dem Bleistift fertig so ganz sicher gezeichnet habe, dann benutze ich immer die andere Stift, also die man nicht wischen kann. Aber ich benutze natürlich immer gestrichelte Linien. Da habe ich mehr Kontrolle. So, das ist beide Kurve werden hier neu gezeichnet mit schönen, harmonischen, abgerundeten Linien und später an der Schulter, damit sie dann sehr, sehr schön zusammenkommen. Das ist wichtig. Und jetzt sozusagen der Halslinie ist fertig. Und Armlinie ist auch fertig. Und zum Schluss hier habe ich einen Wunsch gehabt, werde ich nach diesem Halsausschnitt euch nochmal zeigen, dass ich an den Seitennahtkurve was geändert habe. Die Schnittkurven und Linien, die schon fertig sind, die schneide ich aus. Allerdings lassen wir mal erstmal den Armbogen, da ich unter Achselpunkt noch nicht so ganz gecheckt habe. Ich will erstmal die Seitennaht jetzt fertig machen. Das ist die nachträgliche Änderung bei der Seitennaht. Wenn ich an der Taille jetzt um die 2,5 cm zugegeben habe, möchte ich an der Hüftlinie auch so ein bisschen zugeben, damit insgesamt um deinen Körper herum der Stoff besser fällt. Habe ich nachträglich hier ein bisschen verfeinert. Das heißt, wenn ich die Seitennahtkurve von der Hüfte aus fast gerade nach unten zeichne, dann diese 8 cm, das wird dann nicht mehr korrekt, dann wahrscheinlich um die 10 cm habe ich jetzt breiter gestellt, den Saum. So, diese rote Linie ist meine fertige Seitennaht, da wird jetzt nichts geändert. Deshalb schneide ich erstmal. Die Reihenfolge der Linien ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel jetzt werdet ihr sehen, warum ich den Armkurve nicht ausgeschnitten habe,
weil ich den Achselpunkt ganz genau auch noch unten korrigieren möchte und auch den Saum korrigieren möchte, schneidet man erstmal nur den roten Linien, die man fertig hat. So, die gleiche Korrektur wird bei dem Rückenteil an der Seitennaht vorgenommen. Es ist eine Proportionssache, wenn das Kleid an der Taille etwas lockerer sitzt, sollte es an der Hüfte auch ein bisschen lockerer sein bei der Bewegung und so weiter. Aber es ist natürlich euer Wunsch, ob ihr so macht oder anders macht. Möchtet ihr natürlich an der Hüfte ganz genau nah anliegend haben möchtet, dann müsst ihr eigentlich diese Änderung nicht machen. So wie es ihr wollt, so müsst ihr dann einstellen. Das, was ich hier mache, ist nur ein Beispiel, was man mit Schnitten so spielen kann. Und ich würde euch empfehlen, setzt eure Ideen ruhig um, scheut nicht vor den Fehlern. Fehlern lernt man sehr viel. Also macht und entwerft und macht eure Schnitte, wie ihr wollt. Und ja, falls wenn ein Fehler passiert, dann wisst ihr bei dem nächsten Mal besser. So, jetzt wird noch der Achselpunkt korrigiert und der Armkurve vervollständigt. Jetzt kann ich den Arm ausschneiden. So, den Schulterlinie habe ich auch noch ausgeschnitten. Und vordere Mitte und hintere Mitte, da werden keine Änderungen vorgenommen, weil sie im Stoffbruch zugeschnitten werden. Es bleiben jetzt nur der Saum übrig. Den Saum werde ich jetzt auch noch deutlicher zeichnen. Also die Hüftlinien passen exakt aufeinander. Und ihr seht jetzt, die Linien machen so einen eckigen Eindruck erstmal. Das wird abgeflacht und sehr proportional, also nochmal neu gezeichnet. Nachdem ich den neu gezeichnet habe, dann kann ich den Saum nochmal neu endgültig fertigstellen. So, dieses Kleid hat keinen Verschluss, da der Halsloch sehr breit ist, einfach hineinzuschlüpfen ist, habe ich jetzt gar keinen Verschluss oder ähnliches konstruiert. Als erstes mache ich natürlich sehr, sehr leichte Schnittteile, damit ihr nur erstmal erfolgreich etwas anfangen könnt. So, die Markierungen, Bezeichnungen und so Sachen vergisst bitte nicht. Stoffbruch und auch Rückenteil, Vorderteil und so Bezeichnungen werden die dann markiert und bezeichnet. Und jetzt zum Schluss, wenn die beiden Schnittteile fertig sind, brauche ich noch den Armlochlänge und Halslochlänge. Wenn ich jetzt mein Kleid mit einem Stoffstreifen als so einfassen möchte, dann brauche ich immer diese Länge oder Manschette, nicht Manschette, hier etwas einsetzen möchte, dann brauche ich die Länge ausmessen. Ich messe die einfach ab
und dann aufgrund der Messung werden die Halsabschlüsse und Armabschlüsse, wenn ihr da so eine Manschette benutzt, die Länge von dessen berechnet. Da der Stoff Stretch ist, berechnet man natürlich mit einem Abzug davon. Also der Stoff, den ich für dieses Kleid ausgesucht habe, ist es in der Breite sehr stretch, deshalb berechne ich so ungefähr 80% von dem Hals- und Armlänge. Und wenn wenig Stretch ist, natürlich 90% und so weiter. So, es ist alles soweit und der Stoff ist auch ausgesucht. Ja, und ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß für eure Schnittkonstruktion. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Ciao.